Heute gibt es ein wunderbares Pflaumenmus nach Omas Rezept. Das Pflaumenmus wird nach alter Tradition gekocht und zubereitet und hier wird noch der Kochlöffel geschwungen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept. Wir brauchen für dieses Rezept wirklich nur wenig Zutaten. Wichtig dabei ist, dass es reife und aromatische Pflaumen sind. Wenn sie noch zu sauer sind, empfehle ich 350 Gramm Zucker und bei normaler Süße 300 Gramm Zucker. Die Pflaumen werden vorher gewaschen und dann schneide ich sie an der Nahtstelle auf. Die andere Stelle schneide ich nicht auf, entferne den Kern und lege sie zur Seite. Anschließend lege ich die erste Lage der Pflaumen in den Topf und streue einen Teil des Zuckers oben drüber. Dann beginne ich mit der nächsten Lage und streue auch wieder Zucker oben drüber. Und wenn ich bei der letzten Lage angekommen bin, dann wird der restliche Zucker komplett drüber gestreut und die Zimtstange irgendwo dort reingesteckt. So sieht das Ganze dann von oben aus und jetzt kommt der Deckel drauf und dann müssen die Pflaumen über Nacht durchziehen. Am nächsten Tag sieht das Ganze dann so aus, der Zucker ist aufgelöst und unten am Boden hat sich der Pflaumensaft gebildet. Jetzt kommt der Deckel wieder drauf und dann geht der Topf auf den Herd. Ich habe 9 Stufen und ich fange jetzt mit der Stufe 3 an. Die Pflaumen werden jetzt während der gesamten Kochzeit von 3 Stunden nicht einmal umgerührt. So, der Topf steht jetzt seit circa 10 Minuten auf den Herd und ich höre es unten, die Pflaumenbrühe etwas blubbern und jetzt drehe ich das alles runter auf Stufe 2. Hier sind wir jetzt bei einer halben Stunde angekommen. Jetzt seht ihr, wie das alles schön weiter köchelt und jetzt gehe ich auf die erste Stufe vom Herd runter. Und so lasst ihr es dann für die restliche Kochzeit einfach leicht vor sich hin köcheln. Es wird ab und zu mal etwas Schaum hochsteigen, aber das ist alles völlig normal. Und wie schon erwähnt, es braucht nicht umgerührt werden und es wird dadurch dann auch nicht anbrennen. Das Pflaumenmus wird wirklich wunderbar. So sieht das Pflaumenmus nach 3 Stunden aus. Ich nehme jetzt den Deckel ab und jetzt könnt ihr mal in den Topf gucken. Und jetzt geht die Rührarbeit los. Wir stellen jetzt die Temperatur etwas höher, so zwischen 3 und 4 mache ich das immer. Ich gucke, wenn es zu stark blubbert, drehe ich es wieder eine Stufe runter oder wenn es zu wenig blubbert, eine Stufe wieder hoch. Und jetzt fangen wir an, kontinuierlich mit dem Kochlöffel zu rühren. Also im Grunde genommen lassen wir jetzt das Pflaumenmus unter Rühren nochmal schön einkochen. Dadurch kriegt es dann auch am Ende die richtige Konsistenz und das Aroma wird noch viel besser dadurch. Das Rühren insgesamt dauert so circa 20 Minuten, dann müsste es auch die richtige Konsistenz haben. Ich zeige jetzt mal gleich in der nächsten Szene, wie es am Anfang aussieht. Da ist es noch relativ flüssig, wenn wir da mal auf den Kochlöffel gucken. Diese Konsistenz wollen wir nicht haben. Und jetzt in der nächsten Szene seht ihr, nach circa 20 Minuten ist das wunderbar breiig geworden. Nach dem Abkühlen wird es dann nochmal etwas fester und dann hat es die richtige Konsistenz. Anschließend wird das Pflaumenmus noch in Gläser gefüllt. Ich habe euch hier noch eingeblendet, wie ihr das machen könnt. Ja, und damit sind wir schon am Ende von der Zubereitung. Ich hoffe, dass euch dieses Rezept gefällt und wünsche euch noch einen wundervollen Tag.